come with love. We're now filming my journey. In speed means maximum speed 310 to 325. Ja, von St. Moritz nach Mallorca. Ich hatte gehofft, dass es hier schon richtig schön warm ist. Die letzten 2 Wochen waren schon hier und da eine Herausforderung, einfach weil es sehr kühl war. Es hat viel geregnet und es war sehr windig. Trotzdem ist es super schön hier zu sein. Gerade hier auch das Zafiro Palace, das Hotel, wo wir sind, bietet uns einfach einen super Rahmen, um mich wirklich voll aufs Training konzentrieren zu können. Also eigentlich so dieses klassische Eat, Sleep, Train, Repeat. Von meiner Seite aus war sozusagen eine Bedingung, dass ich als Trainer wieder Raum zum Arbeiten bekomme im Winter. Weil so die Wochen vor einem Rennen, da spule ich Programm ab, von dem ich weiß, dass es funktioniert und mache minimale Änderungen, passe so ein bisschen an. Ja. Aber ich brauche diese extensive lange Zeit im Winter und die Offenheit von Athleten, um was zu ändern. Der kommt ja überall wie so ein Streuselkuchen, kamst du. Rechts? Ja. Aber warum soll das jetzt? Weil du so viele Löcher im Ohr hattest. Ach so. Wir haben uns im Winter ganz klar Zeiten genommen, wo wir ausruhen, Zeiten, in denen wir neu sortieren und jetzt den Neuaufbau, ein verhältnismäßig später Saisonstart von Laura. Das sind so mal die Nordsterne davon. Und dann ist es auch ganz klar, schau mal hin, wer gerade sich alles für Hawaii qualifizieren wird, wer nicht weiß. Eine Chelsea kommt gesund da wieder rein. Dann eine Taylor wird da sein. Eine Julie wird es versuchen, da zu sein. Das ist ein komplettes anderes Hawaii-Feld, was nochmal da ist, ja. Und dann sind ja quasi noch die Established-Leute da. Und das ist jetzt die Herausforderung bei uns. Ich mach das Mikro weg. Herzlich willkommen in Spanien, sagt mein Handy. Ich frage mich, wo ich vorher war. So, ihr macht so lange ein Weintasting. Pass bitte auf beim Abfahren, hier sind schon wieder einige mit dem Handy in der Hand runtergekommen und nur eine Hand damit. Lass die alle mich überholen. Aktuell ist der Plan so, dass ich Ende Mai im Kraichgau mein erstes Rennen mache, beim 73, quasi Home Race. Dann eine Woche später beim Ironman Hamburg die European Championships starte. Und das wird, glaube ich, das erste richtig vollgepackte Rennen, also mit einem richtig starken Feld. Ich habe mir überlegt, dass ich einfach richtig Bock habe, in diesem Jahr die 2 großen deutschen Langdistanzrennen zu starten. Und ja, dann natürlich das Highlight auf Hawaii. Das heißt 3 Langdistanzen und es werden sicher noch ein paar kürzere Rennen hier und da eingestreut werden. Aber ich sag mal so, die großen Meilensteine sind einfach jetzt gesetzt mit Hamburg, Rot, Hawaii.
ich sehe voll motiviert aus und freue mich so auf die Schwimmeinheit und du nicht. Du so, oh, jetzt muss ich der noch den Leo zumachen. Das habe ich auf Foto. Jetzt habe ich richtig in die Kamera gegrinst. Yes! Ich habe jetzt hier die Besonderheit, dass Marco Koch mich eigentlich in jeder Schwimmeinheit begleitet, striezt, beobachtet, mir Feedback gibt. Ich ziehe zum Warm-up auch schon mal die Badekappe auf. Weil der rechte ist häufig vom Winkel her ein bisschen klein und der linke ist eigentlich so. Den mag ich eigentlich. Es ist natürlich richtig, richtig cool. Ich glaube, es ist vor allem auch etwas, was ich so noch nicht hatte. Also wirklich einen Schwimmtrainer, der mit mir eigentlich auch bei jeder Einheit ins Becken geht, mich unter Wasser anguckt, über Wasser anguckt, mit mir mein Warm-up macht, mir gezielt Geschwindigkeiten vorschwimmt. Ich versuche an seinen Füßen zu bleiben. Also das Programm ist vielfältig, was wir hier machen. Also ich glaube, erstmal möchte ich dabei sagen, dass Marco eine sensationelle Persönlichkeit ist, als Sportler jemanden dabei zu haben, der quasi selbst an der absoluten Spitze seines Sports war, da er Dinge mitbringt, die andere einfach als Sensei noch nicht erlebt haben. Deswegen ist der Marco per se eine Bereicherung da drin. Das Wichtigste, dass sie versucht, weit nach vorne zu greifen, weil sonst klatscht sie so ins Wasser und dann wird sie wieder so maulwurft sich ein. Ja. Wenn sie da versucht, dann geht es weiter im Detail. Es ist natürlich so, dass ich naturgemäß im Augenblick ja viele Rollen habe. Also als Trainer, als Ehemann, als Manager, ja, so. Und diese Rollen, wenn ich halt in jeder Rolle ins Detail gehen würde, wir haben das ja schon relativ weit getrieben, dann tue ich aber unter der Beziehung und der Rolle da drin nichts Gutes. Marcos Rolle ist da drin auch tatsächlich per se für Laura Trainingspartner zu sein, Korrektiv, in separaten Themenbereich, in dem wir eine Schwäche oder noch nicht so gut sind, ja, so aufzuarbeiten, dass dort erstmal per se einfach ein Besser da ist. Ich glaube, ich halte dann vielleicht auch einfach die Luft an. Presst vielleicht ein Tick zu hart und dadurch verkrampfst du. Ich habe am Anfang vom Jahr für mich als Ziel einfach ausgemacht, dass ich mich dazu committe, ich möchte im Schwimmen besser werden. Ich weiß, dass das wirklich einfach ein harter Prozess ist. Es ist teilweise auch nicht schön, weil man halt den Spiegel vorgehalten bekommt. Dass ich viele Jahre natürlich auch gebraucht habe, um jetzt teilweise so ein paar blinde Flecken in meiner Schwimmtechnik irgendwie mit Farbe zu füllen und sie plötzlich klar zu sehen. Und dass sowas einfach auch Zeit braucht. Trotzdem ist es auch geil zu sehen, dass ich merke, dass einiges funktioniert. Deswegen bin ich gleichzeitig aber auch ein bisschen mehr noch aufgeregt auf die ersten Rennen, die kommen, weil natürlich da mit einhergeht jetzt auch eine Hoffnung, dass sich wirklich was auch verändert hat. Also nicht nur, dass ich das jetzt im Training spüre und dass es sich gut besser anfühlt, die Technik stabiler ist und ich da jetzt auch ganz gute Paces mit ihm geschwommen bin, dass ich das dann halt auch wirklich im Freiwasser, im Rennen halt hinbekomme. Bei dem nächsten 100er fange ich mal an, ab und zu mal so den Ellenbogen noch ein bisschen hoch zu drücken, nur dass du schon mal gehört hast. Ja. Nur mal gucken, wie sich anfühlt. Okay, und gleichzeitig, glaube ich, muss ich da auch realistisch sein, dass das sicher nicht einfach so, boom, plötzlich jetzt besser ist, sondern dass einfach auch diese Rennerlebnisse wichtig sind, dass wir die dann nachbesprechen müssen und dass natürlich auch dann bis Hawaii, wo ich halt ohne Neo im Meer mit Wellengang eine gute Schwimmleistung haben möchte, dass bis dahin auch noch Entwicklungszeit ist. Den Neo-Ausziehshot, den kann ich jetzt leider nicht geben. Ich gehe so in die Dusche. Es geht darum, Spannungsbogen zu setzen. Es geht darum, metabolische Ziele zu verfolgen. Es geht darum, athletische Ziele zu verfolgen. Es geht darum, eine psychische Sicherheit auch wieder aufzubauen. Wir haben ganz viele Organisationen, wir haben mehr Media denn je. Wir haben diese Sachen alle hinzubringen, dass Ruhe reinkommt. Und da Stabilität reinzubringen. Und ich sehe das alles im Gesamtsystem als Build-up für etwas. Das heißt, du probierst Dinge in Friedenszeiten aus, damit dann irgendwann auch ein Sturm über dieses gebaute Fundament hinwegziehen kann.
ist jetzt tatsächlich gar nicht mehr so lang hin bis zu den ersten Rennen und trotzdem ist es für mich im Kopf gerade noch sehr weit weg. Gefühlt habe ich jetzt hier auf Mallorca wirklich auch erst angefangen, so strukturierte Intervalleinheiten zu machen. Und trotzdem war es so, dass ich gemerkt habe, dass wie so ein Schalter umgelegt wurde mit den ersten Intervalleinheiten, dass mein Körper sich wieder erinnert. For the mountaineering.